Willkommen im nächsten Video. Im letzten Video haben wir uns diese ganze Karte angeguckt, die Submarine Card mit diesen Unterseekabeln und wie das Internet kommuniziert. Wir haben wild durch die Gegend getraceroutet und dabei kam uns die Idee, lass uns doch einfach mal einen Ping um die Welt senden. Wie ihr vielleicht selber wisst, ich kann zwar immer A nach B irgendwie pingen, das Problem ist, man kann dabei einfach nicht um die Welt pingen, weil es gibt immer ein Ziel und wenn ich jetzt ein Ziel in Deutschland habe, wird natürlich die Verbindung direkt genommen. Deswegen war die Idee, lasst uns doch einfach mal eine Multi-Hop-Verbindung roundabout the world aufbauen, zumindest da, wo wir irgendwelche Server bekommen, um einfach mal zu sehen, ja, wie lange braucht denn so ein Ping um die Welt? Wie gesagt, unsere Idee war einfach nur, wir starten in Deutschland, enden in Deutschland ganz normal, müssen uns natürlich Server irgendwo auf der Welt organisieren und das ist dabei rausgekommen. Ganz wichtig für die, die es interessiert, wir haben uns da kostenloses Guthaben bei Linode geholt und haben da einfach weltweit irgendwelche V-Server ausgerollt und die einfach mittels WireGuard miteinander verbunden. Seht ihr aber gleich. Also, wir haben hier in Deutschland gestartet und ich habe hier einen einfachen Traceroute, ne, das ist jetzt auch schon noch ein bisschen filigraner gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich starte hier bei mir in Mülheim. Bei mir in Mülheim habe ich schaut mal hier, eine WireGuard-Verbindung aufgebaut zum ersten Knoten nach London. Die aktiviere ich jetzt auch einfach mal. Ihr hört, zack, Tunnel ist aufgebaut. Und da seht ihr auch ganz klein drin, ich habe hier diese 1111 drin. Ganz wichtig, die 111 kennt ihr alle, das ist Cloudflare oder der Cloudflare DNS-Server. Und das ist so eine, wie heißt die, so eine Multicast-Adresse? Ach, keine Ahnung. Diese Adresse, die ist natürlich global, irgendwie lokal immer verfügbar. Das heißt, egal wo ich bin, diese 1111 auf der Welt, spreche ich immer irgendwie lokal bei mir an. Das heißt, egal wo ihr euch auf der Welt befindet und einfach mal die 111 anpingt, in den meisten Fällen ist diese IP-Adresse 1111 irgendwo bei euch ebenfalls in der Nähe. Das heißt, diese kann man immer ganz gut als Referenz nehmen, wenn man versucht, irgendetwas lokal zu pingen. Deswegen werden wir jetzt gleich bei unserem Test einfach auch die 111 nehmen, weil immer da, wo wir ins Internet rauskommen, landen wir bei der 111 und das ist irgendwie lokal immer da. Gut, also wir haben uns jetzt per VPN, mein PC hier, ganz normal mit London verbunden. Auch nochmal für euch, ich habe hier mit dem Ping-Plotter einfach mal den Londoner VPS aufgerufen und da seht ihr auch, ich gehe irgendwie über Duisburg, in dem Falle ist das jetzt hier Frankfurt, dann geht es hier weiter, Frankfurt, Paris, London und dann geht es irgendwie in das Linode Rechenzentrum. Deswegen hier eingezeichnet in der Karte, irgendwie über Düsseldorf bei mir hier, über Frankfurt, über Paris nach London. Wie genau die Strecken laufen, ist natürlich immer eine andere Geschichte. Wir halten uns immer diese Karte natürlich jetzt im Hinterkopf. Wir werden jetzt natürlich ein bisschen größer und kontinentübergreifend. Also, weiter geht's. Von London haben wir eine Strecke aufgebaut, die irgendwo oben über Manchester rausgeht. Wir wussten und wir haben gesehen gehabt, unsere Verbindung nach Toronto läuft über Montreal. Also da haben wir auch einen Routing Point gehabt. Es kann trotzdem sein, dass wir über See im Endeffekt vielleicht trotzdem in New York ankamen. Das kann gut sein. Allerdings unser erster Hop, den wir immer wieder gesehen haben, war einfach in Montreal. Und dann sind wir in Toronto in unser Rechenzentrum rein und von Toronto ging es ganz normal über Land nach Fremont in San Francisco, San Jose, Kalifornien, wie auch immer. In Fremont hängen nämlich auch ziemlich viele Kabel an der was haben wir denn da? Westküste, ne? An der Westküste und von da aus geht's dann rüber. Also wir sind nach quer rüber. Allein das schon mal, nur so mal für euch, um einfach mal so ein Hauptaugenmerk zu haben, denn ihr kriegt gleich eine Aufgabe. Das hier, die Strecke Toronto nach Fremont, sind in etwa 70, 80 Millisekunden Laufzeit und von da aus ging es dann rüber, quer über den Pazifik. Ja, manchmal ging es über Hawaii, manchmal hier unten ist Hawaii, manchmal gingen die Verbindungen hier, ich zeige sie euch einmal, ich gehe mal rüber zum Pazifik, manchmal gingen sie rüber über Hawaii, aber an den meisten Fällen ging es halt eben direkt rüber nach Japan, nicht Okinawa, sondern Okayama oder sowas. Aber wie gesagt, auch da, die Wege waren immer unterschiedlich. Egal. Wir sind nach Japan, nach Tokio rübergegangen. Nach Tokio, da hatten wir auch natürlich einen Server. Von Tokio, jetzt haltet euch fest, die Strecke ist weit, die Strecke ist lang. Jetzt nicht wundern, warum es über Singapur geht, haben wir uns nach Sydney verbunden. Kleines Problem, von Japan nach Australien, da liegt, glaube ich, eine einzige Strecke.
Oder zwei, wie ich hier gerade so wirklich sehe. Und da kommt man ganz, ganz selten rüber. Ich habe es nicht einmal gesehen, dass ich irgendwie die Direktverbindung nach Australien hatte. Er hat wirklich immer. Deswegen habe ich es extra so eingezeichnet, über Singapur geroutet. Das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Über Singapur nach Sydney immer wieder. Singapur ist einfach ein riesengroßer Knoten, wo wirklich viel Traffic dieser Welt drüber geht. Ist einfach so. Kann man auch wirklich anhand von dieser Karte hier sehr, sehr gut sehen. Hier ist Singapur, guckt euch das an. Da läuft einfach wirklich gnadenlos gefühlt irgendwie alles drüber. Ist halt so. Gut, also dann sind wir hier ganz normal über Sydney. Ich zeige euch gleich eine coole Sache. Wenn man nämlich ein paar Mal Enter drückt bei Sydney, man merkt schon, dass der Server weit weg steht. Gut, von Sydney ging es dann nach Indien. Auch hier wieder routing-technisch, es ging immer über Singapur, deswegen habe ich euch diese Singapur-Ecke hier eingezeichnet. Dann ging es hier ganz normal über Chennai, ich weiß gar nicht, wie das früher hieß, aber auf jeden Fall über Chennai ging es dann halt eben nach Mumbai. Und von Mumbai aus geht es wieder zurück nach Deutschland in ein Hetzner Rechenzentrum. Auch hier kann ich euch sagen, die Seekabel liegen hier definitiv über Djibouti, übers Rote Meer hier oben, ne, über den schönen, wie heißt der Kanal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall oben über Ägypten und dann geht es eigentlich immer und fast alles wird unten in Marseille angeflanscht. Und dann von Marseille war der nächste Hop zumindest Frankfurt, bevor es dann ins Rechenzentrum bei Hetzner nach Nürnberg wieder geht. Ich zeige euch jetzt, was wir vorbereitet haben. Also, es sind ein paar Fenster. London, Toronto, Fremont, Tokio. Der nächste sollte sein Sydney. Der nächste sollte sein Mumbai. Und zu guter Letzt steht hier leider nicht, steht nur noch VPN Around the World. Alle sind da und vereinen sich hier. Alle sind miteinander verbunden. Ich kann es euch auch gerne auch zeigen. Also nicht miteinander, die sind alle in Kette geschaltet. Alle in Kette geschaltet und im Endeffekt schicke ich hier vorne bei mir in Richtung London ein Ping los. Kommt der hier hinten in Nürnberg bei meinem Server VPN Around the World wieder raus. Jetzt habe ich mir gedacht, wie zeige ich euch das erstmal am besten? Lasst uns erstmal ganz einfach anfangen und da kommt jetzt die Frage an euch. Und jetzt hoffe ich auf euch, dass ihr mitmacht. Wie lange braucht der Ping, den ich jetzt von meinem PC hier raussende, einmal über diese Hops? Standardkonfiguration WireGuard. Ihr habt die Strecke gerade gesehen. Wie lange braucht der Ping, dass er bei Cloudflare in Deutschland über das Hetzner Rechenzentrum, nachdem er einmal um die Welt rumgegangen ist, wie lange braucht der Ping bis zu seinem Ziel? Jetzt mal in die Kommentare. Mal gucken, was ihr so schreibt. Und macht es blind. Guckt nicht, was die anderen geschrieben haben. Denkt euch euren Teil und kommentiert einfach. Ganz, ganz wichtig. So, ich nämlich habe auch daneben gelegen. Ich kann euch sagen, nee, kann ich euch nicht sagen. Ich habe daneben gelegen ungefähr um 200 Millisekunden. Kann ich euch sagen. So wie ich geschätzt habe. Also, los geht's. Ich setze jetzt erstmal einen Ping ab, um eure Bedürfnisse zu befriedigen. Ping 1111. Jetzt könnte man meinen, ich gehe hier aus meinem Internet raus. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja gerade gesagt, alles geht über diese WireGuard-Strecke 111. Und als allererstes fliegen die Datenpakete jetzt nach London, Toronto, Fremont und so weiter. Und go! Der Ping läuft, keine Sorge, manchmal kann es sein, dass mal ein Ping verloren geht. Das liegt aber an den Rechenzentren von Linode, da blocken die dann irgendwas. Wir liegen bei 650 Millisekunden einmal around the world rum, bis der Ping halt eben wieder hier ganz normal bei uns in Deutschland zumindest ankommt. Das ist auch noch ziemlich geradlinig und ganz gut. Genau. Meiste Zeit verlieren wir ziemlich auf der Strecke Japan nach Sydney. Da verlieren wir fast 250 Millisekunden. Aber ansonsten ging es teilweise schneller, als ich dachte. Aber um euch das einfach mal ein bisschen näher zu zeigen, ich mache hier einfach mal einen TCP-Dump auf das Interface vom WireGuard und zeig mir bitte einfach mal alle ICMPs an. Weil ab jetzt wird es nämlich lustig. Ich werde die jetzt einfach mal hier nach und nach hier reinklatschen. Mir fehlt noch Fenster 2. So, jetzt hole ich mir die Fenster hier alle wieder hervor. Mach das da noch, mach das da noch und mach das da auch noch. Und jetzt haben wir überall den TCP-Dump laufen. Und wenn ich jetzt hingehe und ich nehme jetzt mal das Fenster und schiebe es hier einfach mal ein Stückchen weiter nach rechts, ihr seht es dann so halb noch, aber ihr müsst ja die anderen Fenster im Auge behalten. Ich schiebe jetzt hier den Ping los. Jetzt müssten wir eigentlich so nach und nach so ein bisschen zeitversetzt, vielleicht sehen wir es, so ein bisschen zeitversetzt, sollten wir jetzt die Pings sehen, wie der Ping quasi einmal um die Welt geht. Wie gesagt, links oben fängt es an, wir arbeiten uns rechts durch und dann nach unten und dann sollten wir vielleicht was sehen. Mal gucken, ich habe selbst noch nicht getestet. Ich bin gespannt. 3, 2, 1. Ja, naja, so halb. Ja, machen wir nochmal. Eigentlich, der müsste von links oben nach rechts anfangen, aber die ersten sind natürlich ziemlich schnell. Und nochmal.
Ja doch, man kann's grob erahnen. Man kann es grob erahnen, dass die Pings überall drüber gehen. Aber lustig zu sehen, ne? Rad, 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 rad. Sie kommen auf jeden Fall überall an. Also wie gesagt, was haben wir jetzt gelernt? Einmal rund um die Welt, ganz normal, über unsere typischen Seekabel, die wir haben und so weiter. Ich weiß, wir konnten leider Gottes hier Südamerika konnten wir nicht machen, haben wir keine Server gekriegt, genauso wie Afrika. Leider haben wir keine Server gekriegt, sonst hätte ich sie sehr, sehr gerne noch mitgenommen. Das heißt, der Weg war eigentlich schon lang genug hier über Japan und Australien, Amerika und so weiter. Es ist auch erstmal nur so ein kleines Experimentierthema, aber trotzdem lustig, dass wir zumindest einfach mal einen Ping um die Welt schicken und wissen, okay, einmal so grob um die Welt herum sind halt eben so 650 Millisekunden mit den ganzen Tausenden von Repeatern dazwischen. Wir können es einfach auch nicht herausfinden, wie viele Hops dazwischen sind, weil wir müssten jetzt für jede einzelne Strecke gucken, was, wie, wo, wann, über welchen Weg gehen wir überhaupt. Aber ich tippe mal, so wie ich gesehen habe, gerade die Überseestrecken waren wir teilweise mal bei 20, 25 Hops, mal jetzt 7. Ich würde mal tippen, wir haben hier bestimmt 150 Hops, die wir halt eben haben, um halt eben im Endeffekt wieder ganz normal in Deutschland anzukommen. So, ein bisschen ein Spaßvideo, aber ich glaube trotzdem informationstechnisch einfach mal wertvoll, dass wir wissen, okay, einmal um die Welt herum mit diesen ganzen Hops und wir verlieren nicht viel bei WireGuard und Co., das ist nicht der Rede wert, brauchen wir halt so in etwa 650 Millisekunden. Eine Sache wollte ich mit euch noch gucken, weil das wollte ich euch unbedingt zeigen. Ich glaube, das hier war Sydney, oder? Das hier war Sydney. Achtet mal drauf, wenn ich hier Enter drücke, das fühlt sich so träge an. Wenn man hier auch irgendwas schreibt, ne, das fühlt sich richtig kacke an. Das ist so weit weg, wenn man da einen Server administriert, das ist halt heftig, ne? Wenn wir dahin eine langsame Verbindung haben. Ich glaube, in Tokio war das Gefühl teilweise noch schlimmer. Hier ist Tokio. Heute geht's. Manchmal ist das halt so, man hat halt andere Strecken, die ist halt deutlich langsamer. Auch da nochmal ein kleiner Erfahrungswert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ziemlich hier bei dieser Fremont nach Tokio-Strecke. Da war das sehr, sehr auffällig. Da hatten wir teilweise mal einen Ping losgeschickt, der war halt 160 Millisekunden lang und dann haben wir den nächsten Ping losgeschickt, der war auf einmal 220 Millisekunden lang. Ja, weil wir einen anderen Weg gegangen sind, weil auf einmal der Weg über Hawaii ging oder keine Ahnung worüber. Auf jeden Fall, was auf jeden Fall deutlich langsamer war. Auf jeden Fall interessant zu sehen, dass wir da nicht immer über denselben Weg gehen und die Wege halt eben unterschiedlich schnell sind, weil wir halt eben irgendwelche Latenzzeiten haben auf den Strecken. So, lasst einen Daumen hoch da, denkt an den Kanal zu abonnieren. Vielen herzlichen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.